Ein kleiner Virus stellt die Welt auf den Kopf, besonders betroffen all jene, die ihr Geld damit verdienen, möglichst viele Menschen in einem Raum zu versammeln. Ein Leben zwischen Antragsformularen, Videostreamings und gefühltem Hausarrest. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Milena Fessmann. Ich begrüße Sie zu Kunst und Musik in Zeiten der Krise. Ich fange mal ganz links außen an. Max Gruber, alias Drangsal, Musiker. Hallo und herzlich willkommen. Pamela Schöbes, Clubbetreiberin vom Gretchen und Vorsitzende der Berliner Clubkommission. Hallo. Wieland Kremer, Chef von Powerline, Booker, Live-Veranstalter. Hallo. Und Dr. Nicole Bürsch, psychologische Psychotherapeutin an der Fliedner Klinik in Berlin. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass wir hier sitzen, im gehörigen Abstand natürlich, richtig ausgemessen alles, 1,50 wahrscheinlich, kein Publikum, aber Sie können uns natürlich zugucken. Ich würde gerne mit dir, Pamela, anfangen. Du hast mal im April, ich habe ein Interview gelesen von dir, da ging das gerade los, da hast du gesagt, die Lage ist wirklich dramatisch und ungewiss. Das ist jetzt schon eine Weile lang her. Ist es immer noch so? Ja. Sorry, ist eine geschlossene Frage und die kann man leider echt nur mit Ja beantworten. Inwiefern wirkt sich das auf den Club aus? Ganz konkret. Also da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen. Also es gibt zum einen natürlich die finanzielle Situation, dass wir halt, in Berlin kam der Lockdown für die Clubs am 13. März. Das heißt, wir hatten plötzlich von einem Tag auf den anderen ja tatsächlich überhaupt gar keine Einnahmen mehr. Und das ist total schwer zu erfassen, auch für einen selber. Also wir haben den Montag vorher noch das Geld vom Wochenende eingezahlt, so wie wir das immer machen, und Überweisungen gemacht. Und dann kommt eigentlich das nächste Wochenende und man nimmt neu Geld ein und macht die nächsten Überweisungen. Und dieses Wochenende kam aber nicht. Also das heißt, ich habe dann, nachdem erstmal klar war, okay, wir können nicht mehr aufmachen, dann hat man gedacht, okay, Kühlschränke kann man ausmachen, kann man Strom sparen und so. Und dann setzt so ein Prozess ein. Und dann setzt irgendwann auch der Prozess ein, dass man auf sein Konto guckt und sieht, da ist kein Geld drauf. Und dann sieht man aber parallel dazu eine Liste mit den ganzen Abbuchungen und den ganzen Sachen, die man so zu bezahlen hat, und realisiert dann plötzlich, das geht nicht. Also da kommt kein Geld rein, aber diese Kosten habe ich trotzdem. Also die finanzielle Belastung ist extrem, ist enorm. Und dann kommt noch dazu, dass März für uns, gerade die auch viel so Konzertveranstaltungen machen, das Januar und Februar ist ein furchtbar schlechter Monat. Da baut man halt Verbindlichkeiten auf. Und März, April, Mai sind dann wieder gute Monate, und dann kann man sozusagen das schlechte Frühjahr, den schlechten Anfang, Jahresanfang abbauen und für das Sommerloch vorbeugen. Das geht ja nun natürlich tatsächlich auch alles nicht. Also das ist halt total schwierig. Und das Nächste ist halt, dass ich glaube, alle ClubbetreiberInnen das machen, weil sie es gerne machen, weil sie erstens die Musik lieben. Und zum anderen aber eben auch diese Nähe und die Menschen wollen. Und wenn man jetzt im Club steht und da ist niemand, wir machen ja fast alle Streamings, dann hat er so eine... Von United We Stream. Ja, es gibt zum einen United We Stream, aber wir ClubbetreiberInnen machen das natürlich auch eigenständig. Und wir tun das auch im Gretchen, aber das ist halt eine total absurde Situation. Dann stehst du da in dem Club und du siehst den Künstler oder die Künstlerin, die tolle Musik macht, und du wippst so mit und freust dich, aber du stehst vor so einem Laptop und dann drehst du dich um irgendwie und dann ist da aber nichts. Also die Situation ist einfach, das ist total unbefriedigend. Also tatsächlich am Anfang war das irgendwie noch so ein bisschen so, ja, hey, wir machen was, und wir machen das ja auch für die Leute da draußen, weil die haben ja das gleiche Problem, denen fehlt es ja auch, und so können wir wenigstens die Musik transportieren. Aber tatsächlich ist diese Atmosphäre, die man im Club hat, das, was uns antreibt, das zu machen. Wenn die Leute da stehen, wenn du siehst, dass sie glücklich sind, wenn die schreien irgendwie, wenn du siehst, dass es funktioniert zwischen den KünstlerInnen auf der Bühne und dem Publikum, das ist ja ein Miteinander. Und das kann man nicht ersetzen durch einen Stream oder durch Konzertaufzeichnungen oder so. Das ist traurig. Ja, das kennt man ja auch selber. Ne? Am Anfang habe ich die auch tatsächlich viel geguckt, diese Streams, aber irgendwann, auch wenn man zu Hause alleine vom Rechner sitzt, dann vermittelt sich zwar die Musik, aber alles andere vermittelt sich natürlich gar nicht. Ne? Es fehlt einfach total viel von dieser sozialen Komponente, die man im Club tatsächlich hat. Und ich glaube, natürlich ist mir das klar, also mich trägt tatsächlich wenn die Leute schreien. So, also wenn du
wenn du siehst, dass die Leute das, was von der Bühne kommt, einfach, dass die das leben irgendwie, dass das für unser Publikum ist es ja auch die Energie, das geht ja auch zurück an die KünstlerInnen, aber das ist tatsächlich auch das, was mich trägt, das immer wieder weiterzumachen, weil das ist schon auch anstrengend natürlich, die Nächte und das Vorbereiten und so, ist ein harter Job, wenn man so will. Aber das fehlt jetzt, also das ist halt, ich finde das sehr tragisch, neben dem Finanziellen finde ich das sehr tragisch. Wie ist es bei dir, Max? Also als Künstler ist man ja auch genau auf diese Situation angewiesen, ne? Dass das Publikum reagiert, dass man Feedback kriegt. Wir haben auch, als es losging, direkt so ein Streaming-Konzert gemacht und ich empfand es schon als sehr merkwürdig, dass dann so komplette Stille herrscht zwischen den Songs. Da war ich wieder an die bescheidenen Anfänge erinnert. Aber ja, inwiefern, als noch keine Leute bei deinen Konzerten waren? Ja, okay. Genau. Nein, aber ich kann dem nur beipflichten. Also für mich sind Konzerte nebst der selbstredenden finanziellen Sicherheit natürlich vor allem auch irgendwie ein Austausch mit dem Publikum und für mich auch nicht nur mental, sondern auch körperliche Nähe aufzubauen zu den Leuten. So, ich bin immer im Publikum und auf dem Rücken von jemandem oder umarme die Leute und lass die singen und für mich ist es einfach wichtig, irgendwie mit dem Endkonsumenten in Austausch zu treten. Und für mich ist ein Konzert auch nur dann irgendwie gut, wenn es nicht nach Schema F abläuft, sondern wenn man halt irgendwie in den Austausch tritt mit den Leuten. Wenn jemand was reinruft und dann muss man reagieren, wenn irgendwas schief geht, wenn man improvisiert, wenn es wild wird. So. Und ich dachte eigentlich mal, dass ich es nicht so richtig vermissen werde, mal nicht zu spielen. Aber jetzt gerade ist es echt wie so mit den Hufen scharen und nichts geschieht. Ja, also. Und Geld, das Geld fehlt, ist klar. Ne? Der Proberaum muss trotzdem bezahlt werden. So. Ich meine, Proben für was jetzt gerade? Am Anfang der Krise war es so, also ich kriege ja auch immer so Newsletter von Konzertveranstaltern und dann wurde alles verschoben und alles wurde in den Herbst verschoben. Frage an dich, Wieland, der Herbst ist nicht sehr realistisch. Nee, jetzt schieben wieder alle ins nächste Frühjahr. Ja. Also wie geht ihr damit um? Also wir lachen zum Teil drüber, also wir haben tatsächlich alles in den Herbst verschoben, hat natürlich auch interne viele Diskussionen. Ist das realistisch? Sollte man nicht was direkt ins Frühjahr verschieben, aber sowohl wir als auch die Künstlerinnen wollen natürlich spielen und jetzt ist es wie so eine Welle, die man vor sich her trägt, wo man aber zum Teil, also ich persönlich glaube sogar im Frühjahr wird nicht sehr viel in Hallen abgehen, also genau das, was ihr beide sagt, die Nähe, das Körperliche, warum soll das im Frühjahr erlaubt sein? Es ist auch gut, dass es wahrscheinlich nicht erlaubt ist, also aus medizinischer Sicht oder Pandemiesicht. Im Unterschied zum Herbst zum Beispiel. Das heißt, wir schieben das vor uns her und haben damit immer ein bisschen was zu tun und warten einfach. Es ist ja auch ein komplexes Ding. Also man kann ja nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt Künstler von dem Tag weg und schiebe den irgendwie in März, sondern das hängt ja von ganz vielen verschiedenen Aspekten ab, gerade bei internationalen Künstlern, oder? Genau. Und da gibt es auch, wie gesagt, ganz unterschiedliche Herangehensweise. Manche Künstler, Künstlerinnen wollen gar nicht. Manche wollen so früh wie möglich, obwohl wir ihnen sagen, wir können das machen und wir versuchen auch alles, dass es möglich wird. Aber es sind ja letzten Endes nicht die das entscheiden. Und das macht nicht wirklich Spaß. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Spaß machen ist was anderes. Ja, das stimmt wohl. Frau Bürsch, die Frage, es kam ja gerade immer wieder diese nicht vorhandene Nähe. Also jetzt mal aus psychologischer Sicht, also das merken wahrscheinlich alle, das ist tatsächlich neben allen anderen Aspekten auch wirklich was einem fehlt, oder? Also was macht das mit den Menschen, also auch mit Menschen, die zu Ihnen kommen? Ja, also das Schlagwort war ja Social Distancing und das hat mich von vornherein sehr gestört, dieses Wort Social Distancing, weil es so etwas ist, was uns ein Grundbedürfnis ist, Nähe aufzubauen. Und wenn, würde ich es eher Physical Distancing nennen, wobei man physische Distanz auch nicht ohne emotionale Distanz schaffen kann. Und das hat mich gerade sehr beeindruckt, von der Seite des Künstlers, das einfach zu hören, wie das ist, auf der Bühne zu stehen und kein Feedback zu haben. Oder auch auf der Seite desjenigen, der im Publikum ist und das jetzt zu Hause im Wohnzimmer auf der Couch oder vielleicht dann doch aufsteht und wippt und tanzt, aber nicht dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, dass die Welle, die da überschwappt, und das fehlt sehr, das fehlt, glaube ich, gleichermaßen den Patienten oder den Klienten, die zu uns kommen,
als auch mir persönlich, den Freunden, der Familie. Das ist etwas so Elementares. Und was ich letztlich auch wiederum schön finde, das zu erleben, auch gerade bei jungen Menschen, weil man bei vielen gedacht hat, ach, die sitzen hinter ihrem Computer und sind in Social Networks, die manchmal auch irgendwie eher Anti-Social Networks sind. Und die gehen jetzt auf die Straße und die wollen einfach physische Nähe haben. Die wollen etwas miteinander erleben und nicht getrennt irgendwie im Wohnzimmer. Und zwar quer durch alle Altersgruppen. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne an dieser Krise, dass das jedem bewusst ist, oh, das ist mir was ganz Wichtiges und was ganz Wertvolles und das ist was fehlt. Und bei den meisten Menschen, die man gefragt hat, was fehlt, ist, ja, ich will meine Freunde sehen, ich will einfach eine gemeinsame Mahlzeit, ich will das gemeinsam erleben und nicht alleine. Auch wenn es, finde ich, wunderbar ist, wie viel Kreativität auch freigesetzt wurde an Möglichkeiten und auch relativ schnell nach der ersten Schockstarre. Aber dennoch ist es das, was, glaube ich, am meisten fehlt, und zwar auf beiden Seiten. Den Künstlern auf der Bühne, den Menschen, die es hören, egal welchen Alters, und auch den Veranstaltern. Also ich fand das ganz beeindruckend, weil das ist das, warum man arbeitet, weil die Menschen da einfach Freude haben und weil es überschwappt und das fehlt. Vielleicht noch eine Frage, das kann man wahrscheinlich gar nicht so beantworten, aber in Ihrem Alltag oder in Ihrer Praxis gibt es sowas wie einen, ich will mal sagen, etwas kollektiven Umgang, wie Menschen damit umgehen? Oder gibt es bestimmte Typen, die besser damit umgehen, andere, die anders damit umgehen? Kann man da so ein Muster erkennen oder ist das sehr individuell jeweils? Ja, je nachdem, wie resilient Menschen sind, können sie natürlich besser damit umgehen. Das heißt, Resilienz, da ist ein Teil von Grundoptimismus dabei, von so etwas wie Akzeptanz, dass die Dinge so annehmen, wie sie sind. Nicht im Sinne von, ist gut so, weil das wird niemand denken, aber das Annehmen, es ist gerade so, ohne es als katastrophal zu bewerten, aber auch ohne es zu bewerten, das ist jetzt besonders schön. Und die Menschen, die diese Fähigkeit eher haben, können auch besser damit umgehen, um dann zu überlegen, was ist mir eigentlich wertvoll im Leben, wie soll mein Leben aussehen, wie will ich sein und wie kann ich das unter den veränderten Bedingungen auch wahrnehmen. Wenn mir Musik wichtig ist, wenn ich ein Mensch sein will, der sich bei Musik auskennen will, der weiß, was gerade im Trend ist, dann kann ich das darüber tun, dass ich in Konzerte gehe, und das ist in Berlin eigentlich ja quasi das Eldorado, deshalb kommen viele hierher, deshalb kommt die Welt hierher. Die junge und die alte Welt, was ich ganz besonders schön finde an dieser Stadt. Aber man kann natürlich diesen Wert trotzdem, okay, ich guck mal, was kann ich alles über Streaming erreichen? Was kann ich über Kultur trotzdem erreichen? Welche Museen kann ich mir anschauen, wo sonst vielleicht die Hemmschwelle zu groß ist? Oh, ich muss da quer durch die Stadt fahren und jetzt kann ich es so machen. Also diese Kreativität ist natürlich auch etwas, was besonders schön ist. Und das sind die Menschen, die eher besser damit umgehen. Ja. Natürlich auch die Menschen, die jetzt nicht von massiver existenzieller Not betroffen sind. Und was ich beobachtet habe, es gibt diejenigen, die ja quasi in einer erzwungenen Auszeit sind und ganz wenig zu tun haben, also als Stress die Unterforderung haben, und dann die massive Überforderung haben. Mit Kindern zu Hause, mit Homeoffice, mit dem, was dann alles an Dingen fehlt, die wir eigentlich ansonsten zum Auftanken haben, nämlich am Wochenende ins Konzert gehen oder am Abend sich mit Freunden treffen, und das ist alles weggefallen. Wie ist das, jetzt mal vielleicht die Frage an die Runde, wie ist das für euch, also jetzt mal unabhängig von dem beruflichen und finanziellen, was natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, aber hat sich was verändert seit Anfang, also als es losging, nicht nur in der Wahrnehmung, weil ich glaube, am Anfang hat man das schon so wahrgenommen, also man wusste gar nichts, ja, und dachte nur, okay, jetzt ist es so. Ja, alle waren am Anfang gegen Masken, plötzlich ist es so Common Sense, jeder macht das. Was hat das mit euch gemacht, also abgesehen von der nicht vorhandenen Live-Erfahrung, also so persönlich? Oh, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich besitze glücklicherweise die Fähigkeit, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und ich denke immer, ach, es gibt so viele Bücher und es gibt so viele Platten, die ich noch nicht gehört habe. Es gibt so viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Und ich war eigentlich auch immer der Meinung, dass mich das über Jahre hinweg, der Eremität tragen könne. Und dann ist mir aber irgendwie klar geworden, auch nach 3 Wochen dann wirklich zu Hause sein und nur in den Supermarkt gehen und schnell alles in den Einkaufswagen werfen und wieder mich verstecken, dass mir das krass fehlt, so, dass mir soziale Kontakte wohl doch wichtiger sind. Und ich bin immer noch nicht so richtig an einen Punkt gekommen, wo ich das Ganze so als Normalität akzeptiert habe. Für mich wirkt es immer noch wie so ein globales Sabbatjahr, dass alles so auf
Standby-Modus läuft und es macht mich echt betroffen und es hängt halt wie so ein Damoklesschwert über allem, was geschieht. So. Ich finde es schon belastend. Man kann ja auch wirklich über nichts mehr reden. Und wenn man Leute trifft, die man länger nicht gesehen hat, ist die erste Frage, und? Wie ist? Und die Antwort ist immer so, jo, den Umständen entsprechend, gell? Weiß nicht. Und ich finde das auch langsam ein bisschen nervig. Es stresst. Dem stimmen wahrscheinlich alle zu. Aber es hat das also nicht zum Beispiel dazu geführt, also man könnte jetzt mal so auf dem Reispapier sagen, okay, ich bin jetzt zu Hause, ich bin Musiker, ich habe meinen Laptop, ich werde jetzt total kreativ, ich schreibe jetzt die besten Songs meines Lebens. Oder auch nicht, oder mache überhaupt irgendwas. Es ist also eher nicht passiert, wenn ich das Doch, also um es ganz konkret zu sagen, war es so, dass es sowieso klar war, dass ich mit dem Projekt Drangsal dieses Jahr ein neues Album machen will. Und wir hatten uns deswegen nicht allzu viele Konzerte gebucht, irgendwie so 10, 12 Stück und die sind alle weggefallen und dann blieb halt eben mehr Zeit, um diese Platte zu machen und die ist jetzt eigentlich auch fertig und beinahe fertig. Und jetzt sitze ich da und bin so, na, wann ist es wieder normal? Wann kann ich diese Platte rausbringen? Aber alleine den Gedanken finde ich so töricht. Hast du dann auch irgendwie gesagt, so alle versuchen zu schieben und es ist wie so eine Welle, die man vor sich herträgt oder vor der man irgendwie dann auch wegrennt und glaubt, man könne irgendwie vermeiden, nass zu werden. Das sind so, die Leute sagen, ja, nächstes Jahr dann und man ist so, ja, aber nur weil es von 2020 auf 2021 umswitcht, heißt doch nicht, dass sich irgendwas verändert. Und du hast es gerade auch gesagt, so, ich sehe es irgendwie nicht, dass dann im Januar plötzlich wieder die Hallen voll sind. Sehe ich halt ehrlich gesagt auch nicht. Und das, finde ich, ist das, was so deprimierend daran ist. Weil alle reden immer davon, ja, wenn wir dieses Jahr erstmal geschafft haben, dann wird es wieder gut. Also es ist so, nichts wird sich verändern, nur weil das Jahr sich switcht. Und das, finde ich, ist so der gruselige Gedanke. Aber ja, ich habe ein Album. Toll. Das hättest du vielleicht auch sonst gemacht, ne? Also, ja, dafür brauchst es wäre du nicht so früh nicht fertig geworden, aber es ist jetzt natürlich auch so, ich wollte dieses Jahr eine Single rausbringen, die letzte Platte ist dann irgendwie auch 2, 3 Jahre her und jetzt ist man so ein bisschen Perlen vor die Säue, das werde ich nicht machen, weil man sieht halt, wie andere Releases verebben, weil nicht so richtig die Aufnahmefähigkeit da ist, weil wenn die Normalität, sage ich mal, schon gestört ist, dann können die Leute auch den lapidaren und den schönen Dingen des Lebens irgendwie nicht so richtig kopflos, wie sie sollen, nachgehen. So eine Platte hören, nee, alles andere ist ja schon gerade nicht so gut, ich kann jetzt nicht einfach da sitzen. Man würde meinen, dass es gegenteilig wäre, dass jetzt gerade Zeit und auch so, dass Zeit da ist und dass auch so richtig die schönen Dinge im Leben gebraucht werden. Aber man sieht es, keine Ahnung, an so einer einstürzenden Neubautenplatte. Das ist eine sehr wichtige Band und die sind auch sehr gut und die Platte ist auch sehr gut und es kommt dann raus und plötzlich ist es wieder weg. Und jetzt schieben alle alles ins nächste Jahr und jetzt ist der Zeiger auf 0 und die Leute warten darauf, bis er wieder in die Mitte geht, aber es wird halt einfach ins andere Extrem umschlagen. Es wird so ein Überangebot geben, die Leute werden auch erstmal gehemmt sein, überhaupt wieder in geschlossenen Räumen auf Konzerte zu gehen. Die werden Angst haben. So, Mann, ich erinnere mich, vor einem Jahr stand ich auf irgendeiner Bühne und die Leute waren oberkörperfrei und schwitzig und haben sich angefasst und jetzt traut man sich nicht mehr, sich die Hand zu geben. Es ist ja auch so ein fast schon so ein Ekel, den man sich gerade selber beibringt. Dass man so, nein, andere Leute sind schlecht und wir müssen jetzt Abstand halten, weil du machst mich krank. Mhm. Alle diese Sachen machen mir Kopfschmerzen. Und was soll ich dann mit meiner Kreativität? Auch wieder wahr, klar. Pamela, ganz kurz zu dir. Weil, also ich weiß, als das anfing, habe ich mir gedacht, genau das, was du gesagt hast. Ich habe super viele Platten, ich habe ganz viele Bücher, ich gucke mir die jetzt alle an, jetzt habe ich endlich ganz viel Zeit, ich mache ganz viel Sport, was auch immer, was man alles so zu Hause machen kann. Und dann entsteht ja auch wieder so ein Druck, weil man dann natürlich feststellt, man macht es eigentlich doch nicht. So, und hat dann doch keine Lust. Ich wollte wahnsinnig viele Serien gucken, geguckt habe ich, glaube ich, eine. So, ansonsten habe ich Bücher gelesen. Aber hast du irgendwas mit dieser vermeintlich freien Zeit, die man ja haben könnte, zumindest auf dem Papier, irgendwas anfangen können oder war es eher mehr als vorher? Ja, ich bin, glaube ich, so ein bisschen so ein Sonderfall. Also zum einen ist es halt, also erstens als Clubbetreiber oder Clubbetreiberin, wir sind ja ein Duo, wir machen das zu zweit und machen aber zu zweit sehr viel alleine. Also wir haben kein großes Team um uns herum. Das heißt, wir machen auch dieses Booking selber und ich bin da auch total bei dir, irgendwie diese ganze Konzertverschieberei. Also wir haben in der Zeit von ab dem Lockdown, also Mitte März bis Ende Juli, knapp 120 Veranstaltungen verschieben müssen oder absagen müssen. Sehr, sehr viele Live-Konzerte, weil wir März, April, Mai sehr, sehr viele Konzerte hatten und auch viel international. Das heißt, wir hatten
unfassbar viel damit zu tun, erstmal das zu kommunizieren, weil Berlin war auch, wir waren in Berlin die Ersten, bei denen nichts mehr ging in den Läden. Das heißt, das war noch gar nicht in allen Ländern angekommen und auch noch gar nicht bei allen internationalen Agenturen. Das heißt, wir hatten tatsächlich am Anfang auch Schwierigkeiten, den Bands und den Künstlerinnen das beizubringen, dass sie nicht kommen dürfen. Also auf der anderen Seite gab es natürlich auch welche, die aus dem Ausland gekommen sind, die selber das so ein bisschen beobachtet haben und die von sich aus auch abgesagt haben, die gesagt haben, das ist uns zu riskant, wir kommen aus den USA, wer weiß, wie sich das entwickelt, nachher sitzen wir in Deutschland fest und können nicht mehr zurück. Angefangen hat es bei uns mit einer israelischen Band zum Beispiel, weil die waren die Ersten, die eine Rückreisebeschränkung hatten. Die haben gesagt, sie können nicht kommen, weil wenn sie zurückkommen nach Israel, müssen sie 2 Wochen in Quarantäne, was nicht geht, weil sie da so viele Konzerte spielen sollen. Was im Übrigen, glaube ich, dann auch nicht mehr geklappt hat. Aber die Ursprungsangst zu kommen war halt, dass sie dann in Quarantäne sind. Also das heißt, wir hatten damit halt total viel zu tun. Aber es war auch, bei mir war es auch so, dass mein erster Gedanke war, okay, jetzt bin ich ausnahmsweise mal ausgebremst. Also wir sind Workaholics, ganz klar. Und wir fahren 2-mal im Jahr in Urlaub, wenn das irgendwie geht. Und das ist eigentlich so das Einzige, wo ich Sonne sehe. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wo ich an die frische Luft komme. So, ansonsten bin ich eigentlich im Büro. Und mein Gedanke war auch, okay, ich werde ausnahmsweise mal so einfach grundsätzlich so eine gesunde Gesichtsfarbe haben. Ich werde schlafen, ich werde frische Luft tanken und so. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, irgendwelche Bücher zu lesen. Aber ich hatte schon auch so ein paar kleine Ideen. Aber das war wirklich nur so ein ganz kurzer Moment, weil dann kam die unfassbar viele Arbeit, diese ganzen Veranstaltungen zu verschieben, abzusagen. Und wir haben ganz am Anfang ein paar Sachen sogar in den Sommer geschoben, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich glaube, das ist wirklich idiotisch irgendwie. Aber da waren es auch die Bands, die das wollten, die dann gesagt haben, okay, wenn wir jetzt nicht März, April spielen können, dann bitte, dann machen wir das halt irgendwie im Juni, Juli. Und da war dann auch egal, dass wir gesagt haben, das sind an sich sowieso keine guten Monate für Konzerte. Egal, wir wollen spielen. Und dann haben wir auch in den Herbst geschoben. Wir schieben jetzt auch schon von dem Herbst nach 2021. Und ich sehe das so wie du. Also irgendwie so richtig ergibt sich nicht ein Sinn daraus, weil man hat ja nicht wirklich eine Perspektive, solange man nicht weiß, wann gibt es einen Impfstoff oder können wir testen oder wie macht man das. Aber du kannst ja das auch nicht alles einfach auflösen. Also ich glaube, jeder will auch. Ne? Also die Bands wollen und das ist ja dann auch total kompliziert, wenn du eine internationale Band hast, die halt irgendwie so 20 Gigs geplant hat. Also das ist ja auch sehr viel Arbeit. Das haben wir jetzt einmal alles durch für den Herbst und jetzt machen wir das Gleiche nochmal für das Frühjahr. Und ich bin auch sowieso in so einer Sonderrolle, weil ich ja auch die Vorsitzende der Clubkommission bin. Das heißt, ich habe halt von Anfang an total viel versucht, sozusagen Awareness-Arbeit zu machen auf der politischen Ebene, dass man das also versucht zu erklären, in was für einer bedrohlichen Situation die gesamte Clubkultur einfach ist, weil wir können das nicht kompensieren. Also wir können nicht, also zum einen haben wir keine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren, wir haben in der Regel keine Rücklagen und alles, was uns jetzt wegbricht, wir können das nicht aufholen, weil wir haben zwar ja am Anfang alles in den Herbst geschoben, aber wir hätten im Herbst ja andere Konzerte gehabt. Also das heißt, wir schieben das sozusagen vor uns her, aber die kosten leider nicht. So, deswegen habe ich halt da sehr, sehr viel gearbeitet und habe in den ersten 2-3 Wochen vom Lockdown über 80 Stunden auf der Uhr gehabt. Und, also nichts mit lang schlafen, Sonne und so. Sonne, ich habe so beschissen ausgesehen wie noch nie so ungefähr, weil ich halt wirklich unfassbar wenig geschlafen habe. Ich hatte krasse Augenringe. Und hätte auch, wenn mein Freund, mein Partner, mit dem wir auch im Büro zusammen sind, der kam dann regelmäßig rein und hat mir einen neuen Kaffee hingestellt und dann hat er mir ein Brot hingestellt, weil ich war nur am Telefon. Also wirklich extrem. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger, aber... Was bringt einem Freizeit, wenn man auf einem sinkenden Schiff ist? Ja. Also toll. Cool. Also was ich aber gemacht habe, ich habe unseren Balkon bepflanzt. Ja, das habe ich gemacht. Das mache ich normalerweise nicht irgendwie, aber das habe ich gemacht. Und das macht mir auch sehr viel Freude. Das sind zwar nur so 5 Blumentöpfe, aber immerhin. Wieland, du siehst total braun aus. Du hast natürlich die Zeit genutzt und lagst die ganze Zeit am See und hast gedacht, ach, ich habe tatsächlich mehr geschlafen als sonst. Und ich hatte natürlich am Anfang hatten wir die ganze Arbeit, das ist aber dann über den Lauf der Zeit auch weniger geworden, weil wir produzieren es ja nicht, wir planen es nur und da fällt schon mal sehr viel Arbeit weg und tatsächlich nach so einer Zeit der Unsicherheit habe auch ich versucht,
zu lesen, an See zu fahren oder eben Sachen zu machen, die man tatsächlich auch sonst, wenn man da über viele, viele Jahre in dem Bereich arbeitet, nicht macht. Und auch eben, deswegen sage ich auch schlafen, auch erstmal zu merken, wie kaputt man ist, also so wie ausgepowert und dass man allen finanziellen und auch sozialen Hindernissen zum Trotz auch mal, also war ich mal ganz froh, aus diesem Hamsterrad mal raus zu sein und auch zu merken, zum Teil weiß ich gar nichts mit meiner Zeit anzufangen. Also, aber das ist ja auch so ein Prozess, man will Musik hören, Bücher lesen, dies und jenes, aber irgendwie kommt man damit gar nicht klar, dass da eben kein 9-to-5 oder 9-to-8 oder die ganze Nacht Job ist, der auf einen wartet. Und so langsam habe ich mich da rangetastet und von daher kann ich sagen, vielleicht bin ich ja zufällig der Typ, der sich da ganz gut adaptiert, aber es gibt halt eben auch diese Seite. So. Aber das ist tatsächlich, das ist eine Veränderung, die ich merke. Uns fehlen jetzt natürlich die Nächte. Also wir sind auch nachts immer vor Ort. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Sind nicht unbedingt alle Clubbetreiberinnen, die dann auch die Nächte selber machen. Wir machen das aber. Das heißt, wir haben eigentlich so gar keinen Rhythmus mit Schlafen, nicht schlafen und so. Du schläfst aber schon ab und zu. Ich schlafe schon, aber ich schlaf auch schon mal 9 Stunden am Stück, aber wir schlafen schon auch mal 3, 4, 5 Tage irgendwie nur so 4 bis 5 Stunden und das manchmal dann erst morgens um 10 und also wir haben halt so keinen ganz normalen Rhythmus und das hat sich jetzt tatsächlich verändert, dadurch, dass wir die Nächte nicht haben. Wir haben allerdings festgestellt, wir sind trotzdem Nachtmenschen, also wir kommen trotzdem nicht vor 2, halb 3, 3 ins Bett, weil wir nachts einfach fit sind. Aber wir frühstücken jetzt immer zusammen zu Hause. Das ist das einzig Tolle, muss ich sagen. Also das ist so das, was ich so mitnehme. Zu Hause frühstücken in Ruhe ist echt was Schönes. Ich kannte das gar nicht. So. Das ist so mein positives Ding. Kann man oder muss man diese Unsicherheit, also die uns ja alle umgibt, weil keiner weiß, wie es weitergeht, keiner weiß, wie lange es geht, keiner weiß, ob die zweite Welle kommt, wie sie aussieht. Kann man das üben? Oder gibt es so Handwerkzeug, damit irgendwie besser umzugehen? Ich weiß nicht, ob die Frage ist, ob kann oder eher ob muss. Okay, also ich glaube, wir müssen es üben. Und letztlich, also das Wort Unsicherheit, Unvorhersehbarkeit, Unkontrollierbarkeit, Neuheit, persönliche Bedeutsamkeit, das ist jetzt hier irgendwie alles gefallen. Und das sind genau die Dinge, die Stress ausmachen. Das führt dazu, dass der Körper und der Geist gestresst ist. Und ich fand das jetzt sehr beeindruckend, aus den ganz unterschiedlichen Warten das auch nochmal zu hören. Und, oder auch sowas wie die Freizeit, die aber eigentlich keine Autonomie ist, denn es ist nämlich eine verordnete Freizeit und es ist keine Freiheit eigentlich, denn die ist aufoktroyiert und das mögen die meisten Menschen gar nicht gerne, auch dieses Fehlen von Struktur, das klingt irgendwie total uncool, auch irgendwie für viele jüngere Menschen irgendwie, dass der Tag irgendwie strukturiert sein sollte, aber letztlich ist das ein ganz gutes Gerüst, das wir dann brauchen und wenn es völlig erstmal auseinandergenommen wurde oder gar nicht mehr da ist, weil zu viel oder zu wenig, dann muss man sich neu erschaffen und denkt man, ich will das aber nicht und das brauche ich nicht und dann, ich brauche es aber irgendwie vielleicht doch. Und das ist eigentlich ganz gut und vielleicht sich auch nicht so viel vornehmen wie Bücher lesen und Sport und neue Musik machen und. Dann ist das auch irgendwie so ein großer Berg. Und mal ganz davon abgesehen, man kann es eigentlich jeden Tag machen, egal ob morgens um 9 oder abends um 7. Und dann kann man es immer so schön vor sich herschieben. Deshalb wäre weniger mehr. Also insofern kann man das schon auch, oder können wir das schon auch lernen, das zu machen und eine kleinere Portion. Und mir kam so der Gedanke, so eine neue Platte, so wie Perlen vor die Säue, das ist so ganz schade und stelle mir ganz frustrierend vor. Und gerade in einer Situation, wo alles nicht mehr vertraut ist, möchten die meisten Leute vielleicht was Vertrautes hören und hören eher die vertraute Musik oder schauen sich vielleicht die vertrauten Dinge an, weil alles andere nicht mehr vertraut ist. Und vielleicht auch als Idee irgendwie das Vertraute nur so ein bisschen zu verändern, so dass das nochmal, so ein Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, das möchten wir alle irgendwie haben in der Zeit, wo alles unsicher ist. Das heißt aber, das trifft dann tatsächlich, ich sage jetzt mal im Allgemeinen, unsere Branche, also überdurchschnittlich viele Selbstständige, die da arbeiten, die in Bereichen arbeiten, die davon leben, dass man in Kontakt mit anderen Leuten ist, also sei es jetzt als Musiker, sei es als Veranstalter und mit einem Leben, was eben nicht strukturiert ist, weil man jeden Morgen ins Büro geht, also
Natürlich geht man ins Büro, aber nicht, wenn man zum Beispiel festangestellt ist und dann da wieder hingeht oder eben im Homeoffice ist und es gibt einem jemand eine Linie vor, die sagt, also heute müssen Sie das und das machen und das wird irgendwie sozusagen in Anführungsstrichen abgearbeitet. Das heißt, wir sind da besonders ausgeliefert, auch diesem Wabern in so einem Tag. Also ob man jetzt was zu tun hat oder nicht, aber es ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, wie Sie gerade sagten, also ob man das jetzt um 9 macht oder ob man das um 14 Uhr macht, ist eigentlich ziemlich egal. Also Hauptsache man macht es, aber man ist in so einem Zeitstrom drin, in so einem ganz merkwürdigen, in so einem Fluss, so habe ich das zumindest empfunden, der irgendwie keinen Anfang und kein Ende hat. Also man fließt so da lang irgendwie. Ja, für mich ist es, also erstens habe ich tatsächlich unfassbar viel zu tun. So. Und ich bin auch nach wie vor in meiner gewohnten Umgebung. Also ich bin sowieso eigentlich nur im Büro oder bei uns unten im Laden oder halt zum Schlafen zu Hause. Und was, glaube ich, auch ganz gut ist, als Clubbetreiber oder Clubbetreiberin ist man es ohnehin gewohnt zu improvisieren. Das heißt, das ist irgendwie, also man hat ständig irgendwie mit Problemen zu tun. Es fallen ja auch sonst Konzerte aus und dann muss man irgendwie reagieren und so. Und man hat auch sonst gerne mal finanzielle Probleme, da muss man auch reagieren. Also das ist, glaube ich, für mich ist es, glaube ich, sowieso ein bisschen einfacher, weil ich sowieso kein strukturiertes, normales Leben führe, was so ganz regelmäßig ist, wo ich mich dann plötzlich eingesperrt fühle. Also wir waren auch von Anfang an die ersten 2 Wochen in so einer Art Selbstquarantäne, weil wir natürlich ja auch nicht wussten, ob wir uns vielleicht an dem Wochenende vorher bei uns im Laden selber angesteckt haben und wollten dadurch natürlich auch niemand anderen in Gefahr bringen. Und haben dann auch entsprechend ein bisschen mehr zu essen gekauft. Also nicht so Hamsterkaufmäßig, aber wir haben dann so Sachen gekauft, die sich halten für den Fall, dass wir nicht mehr wegkommen. Also wir haben da auch schon uns drauf eingerichtet, aber für uns ist es, glaube ich, nicht so schlimm wie für viele andere. Also ich sehe das auch so bei unseren Leuten, mit denen wir arbeiten, unser Team. Da gibt es zum einen Leute, die haben noch einen normalen Dayjob, die sind jetzt finanziell nicht so betroffen, die arbeiten bei uns auch sowieso nur wegen der Spaß an der Freude sozusagen. Aber es gibt eben auch wirklich viele Menschen, die sich nur im Nachtleben wohlfühlen und nur im Nachtleben sozusagen daraus ihre Energie ziehen und ihre Kontakte haben, weil sie einfach auch vielleicht nicht geschaffen sind für so einen ganz normalen 9-to-5-Bürojob. Und ich glaube, dass es für solche Leute auch gerade ziemlich schwierig ist, weil die oft dann in so eine Art totale Isolation fallen. Weil deren soziale Kontakte tatsächlich ausschließlich über das Nachtleben kommt. Und ich glaube, es geht nicht nur um die Angestellten, da gibt auch viel Leute im Publikum, die genau das brauchen. Das heißt, ich glaube, die können improvisieren, wie sie wollen. Denen reicht es halt nicht, ein Buch zu lesen oder mit ihrer aufoktroyierten Freiheit irgendetwas zu generieren, weil die brauchen genau dieses Nachtleben. Und das kann man nicht ersetzen. Na, nicht zuletzt muss man vielleicht auch noch mal sagen, da habe ich neulich drüber nachgedacht, ich meine, das Nachtleben ist ja auch ein geschützter Raum. Ne? Also für viele Leute ist es ein Ort oder ein Raum an sich, in dem sie mit anderen, mit Gleichgesinnten, wie auch immer zusammen sind und eben nicht über die Straße gehen müssen und rassistisch, was auch immer. Irgendwie, also das ist so ein Ort, den es jetzt tatsächlich einfach nicht mehr gibt. Ich würde aber gerne mal auch noch mal so ein bisschen sozusagen weg von dem Ist-Zustand. Du hast gerade gesagt, Improvisation. Was man aber auch, also ich hatte das Gefühl, am Anfang war es so, alle waren geschockt, dann haben alle gejammert und irgendwie rumgemeckert. So, ich musste mich aus diversen Facebook-Gruppen abmelden quasi oder die auf Snooze stellen, weil ich dachte, irgendwie, oh Gott, jetzt wird hier nur die ganze Zeit lamentiert. Und dann hat aber auch sowas eingesetzt, und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass man das Gefühl hatte, so Leute fangen an, anders zu denken. Also neue kreative Konzepte zu entwickeln, sich zu überlegen, was kann man anders machen und damit jetzt nicht nur streamen, ja, also United We Stream oder eben irgendwie Streaming-Konzerte, sondern ganz andere Möglichkeiten und vielleicht auch mal, also sowohl gesellschaftspolitisch drüber nachzudenken, ob das eigentlich alles so richtig ist, wie das jetzt hier so läuft. Ich meine jetzt gar nicht nur das Klima, aber auch natürlich. Ne? So, wie war das bei euch? Also gab es so einen Moment, wo man quasi umgeschaltet hat und gedacht hat, okay, ich möchte jetzt ist es so, ich gehe damit jetzt irgendwie um, aber es setzt eine kreative Energie frei und wenn ja, in welcher Form? Max? Gibt es nicht diese, das wissen Sie vielleicht besser, diese Schritte, wie man mit was umgeht? Erst ist man so in Denial und lehnt es ab und dann erkennt man es an und dann kommt die Depression. Dann, die Wut kommt auch noch, glaube ich, oder? Die Wut kommt auch noch, genau, ja, die geht nie weg bei Diese mir. 5 Trauerphasen sind das, genau, glaube ich. Ja, genau. In welcher Phase bist du gerade? Wut, immer. Okay. Nein, also ich finde, wenn man sein Geld damit verdient, irgendwie kreativ zu sein. Und ich finde, ein elementarer Teil vom Kreativsein ist es,
kreativ sein. Und dann halt auch irgendwie adaptieren, mit neuen Situationen umgehen und versuchen irgendwie neue Wege zu schaffen, wo vorher keine waren. Und dann kamen aber auch so ein paar Sachen auf, ganz konkret, die ich so doof fand, dass ich mich wirklich aufgeregt habe. Dann kamen so Anfragen wie ein Automobilkonzert. Ja, ihr spielt dann wie in so einem Autokino. Und also ich habe es in so einem Interview schon mal gesagt, so der Gedanke, mir könne wer in den Song hupen. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich habe auch so Videos gesehen, wie dann so ein Max Giesinger sowas macht und die Leute hupen einfach, während er so spielt. Und ich war so, das hatte für mich alles so super dystopische Züge, so, oh Gott, Beruf verfehlt, warum bin ich nicht Klempner geworden? Max Giesinger geworden. Nein, also ich weiß nicht, kreative Energie, ja, aber ich bin da vielleicht auch ganz konservativ und ich will einfach wieder richtige Konzerte spielen und nicht mir jetzt irgendwas Neues ausdenken müssen. So keimfreie Konzerte. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich ein Konzert spielen noch. Es ist zumindest gerade angedacht bei einem Festival, was noch nicht abgesagt wurde. Und ich habe jetzt letzte Woche mal die Hygienebedingungen bekommen, also schwarz auf weiß, wie das da ablaufen soll. Und da war ich auch wieder direkt so, ach Gott, in so einem 2000er-Laden, aber es sind dann nur 100 Leute und es wird auch kontrolliert, dass der Abstand gehalten wird. Und wenn jemand bei euch in der Band ein Blasinstrument spielt, und das ist bei uns so, dann muss der hinter so eine Plexiglaswand und ihr müsst auf der Bühne auch weiter auseinanderstehen. Da war ich irgendwann so, ja komm, also jetzt, das... Kein Ersatz. Nee, und ich finde auch so, dass Kreativität in allen Ehren und so, aber wo sind denn, also wir sind unsere Branche, ja, das ist die erste, der man den Riegel vorschiebt und es ist die letzte, die wieder irgendwie aufleben kann. Und ich sehe noch nicht so richtig den Plan B, ehrlich gesagt. Also weder monetär noch... Ja, muss man dann leider vielleicht auch so drastisch formulieren, wie es ist. Gibt nicht wirklich einen. Ich frage mich dann auch so, ich habe ja auch eine Booking-Agentur, so wie lang könnt ihr noch in der Form existieren und wie lange habt ihr eigentlich was zu tun? Ja, genau. Ja, klar, fragt man sich, aber weil es keine Antwort gibt, ist es ja Macht man halt einfach weiter, ja klar. Macht man weiter, aber es ist auch Quatsch, darüber zu grübeln. Also bei mir hat es tatsächlich auch dazu geführt, eine Phase war jetzt nicht kreative Energie, sondern eher erweitert, warum mache ich das denn? Beziehungsweise warum habe ich vor fast 30 Jahren angefangen, Konzerte zu buchen und daraus dann auch, mit wem mache ich das? Also so bei mir war es persönlich so ein DIY-Spirit, es war auch in bestimmte auch politisierte Zusammenhänge. In Hamburg gab es die Wohlfahrtsausschüsse und so weiter und so weiter. Das heißt, als ich oder wir Powerline angefangen hat, da wollten wir nicht Teil des Systems sein, der Entertainment-Kultur. Also das hat uns überhaupt nicht interessiert, ob es der Musikindustrie scheiße geht, umso besser halt. Wir machen halt unser Ding. So, ne? Und wir wollen inhaltlich was anderes, wir wollen mit anderen Künstlerinnen und Bands arbeiten und das ist natürlich so im Laufe der vielen Jahre relativiert sich das, aber ich habe halt gemerkt, ich bin auch nicht so bereit, jetzt direkt neue Konzepte zu entwickeln, um mit so einer Krise kreativ umzugehen, sondern ich trete persönlich auch erstmal einen Schritt zurück oder sage, unter welchen politischen Bedingungen passiert das gerade oder beziehungsweise was passiert noch drumherum, was ist gerade mit rassistischer Polizeigewalt und so weiter, also wo man Zeit hat, sich mit zu beschäftigen, das, nicht nur in diesem ganz engen Rahmen, wie kann ich denn jetzt das nächste Streaming, das nächste Hygienekonzept oder sonst was bearbeiten und nach vorne bringen. Gleichzeitig haben mir zum Beispiel No-Twist gerade erzählt, die auch hier auf Popkultur spielen, dass sie Kollaborationen auf ihrem nächsten Album aufgenommen haben mit Künstlern, die sonst überhaupt keine Zeit gehabt hätten, jetzt mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das heißt, da passieren Sachen, aber
Für mich persönlich ist das eher ein Schritt zur Seite oder nach hinten oder ein grundsätzlicher, sich gesellschaftspolitische Lagen anzuschauen, als wie optimiere ich mich jetzt für den Fall. Natürlich müssen wir unsere Firma auch darauf vorbereiten, was ist, wenn es wieder losgeht. Aber ich bin da irgendwie noch nicht bereit für da meine Energie reinzulegen. Also du bist quasi noch im Innehalten sozusagen Ja, und ja. Überdenken. Klar. Auch machen tatsächlich, aber auch zu überlegen, wie kann man Strukturen zum Beispiel auch bei uns in der Firma ändern. Also solche Sachen halt, also aber viel breiter, aber eben nicht produzieren, schaffen. So. Also das würde ich aber schon auch wenn das jetzt vielleicht nicht ganz passt, aber ich würde das schon auch unter einem, oder vielleicht nicht unter einem kreativen Ansatz sehen, aber ich meine, dass man anfängt, Strukturen, die immer so waren, tatsächlich mal zu überdenken oder zumindest sich die Frage zu stellen, ob die weiterhin so sein müssen, ist ja auch ein Prozess, zu dem man jetzt plötzlich mal Zeit hat. Klar, genau Also, so meinst du. Ich würde gerne nochmal das Thema Wut aufgreifen, weil ich finde, das ist was ganz Wichtiges und das ist ja ein Unterschied zu Resignation oder Wut und vielleicht ist Wut auch ein ganz besonderes Gefühl, was man merkt, das habe ich in der Zeit und ich bin auch dazu fähig und möglicherweise ergibt sich daraus Kreativität oder auch nicht oder auch sowas wie, ich halte mit meiner Wut mal inne und gucke mal, was passiert, ohne dass ich jetzt den Druck habe, oh, ich muss die Lösung für morgen haben und vielleicht darf ich auch den Mut zum Innehalten haben und das doch auch ein Teil der alten Normalität wieder zurückkommt. Also jetzt zu denken, oh, das wird nie wieder so sein, das ist vielleicht das Kind auch ein bisschen mit dem Bade ausgeschüttet und das ist dann Resignation, die vielleicht auch unangebracht ist. Bei aller Kreativität, was kann man an kleineren Dingen auch machen, aber durchaus auch mal die Erlaubnis zum Innehalten und ich muss nicht wieder höher, schneller, weiter, was anderes. Und deshalb finde ich Wut eigentlich eine ganz gesunde innere Reaktion dazu, die mir entweder erlaubt, mich mal innezuhalten oder auch zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich damit? An einer neuen Idee, ohne mir einen Druck zu machen. Na, und es ist immerhin natürlich, das hilft ja vielleicht auch, was uns tatsächlich alle betrifft. Ja? Also man hat ja sonst, wenn man mit Schwierigkeiten hat mit bestimmten Dingen oder unglücklich ist oder was auch immer, hat es ja sehr was mit einem selber oft zu tun oder mit den unmittelbaren Umständen. In dieser Situation sind wir ja irgendwie alle auch zusammen. Also mal mehr, mal weniger und jeder geht anders damit um. Aber also hilft euch das? Hilft dir das zu wissen, dass andere Clubs zum Beispiel in einer ähnlichen Situation sind? Oder hilft einem das so gedankenmäßig und letztendlich hilft es einem gar nicht? Also für mich ist es weniger so ein Gefühl irgendwie so, oh Gott sei Dank, den anderen geht's auch schlecht. Also das ist es überhaupt gar nicht, aber ich bin sehr realitätsbezogen. Also das heißt, ich bin jetzt nicht jemand, der sich irgendwie darüber aufregt, dass es so ist. Also für mich ist es halt, ich bin ganz dankbar eigentlich, dass ich so bin. Das macht es nämlich ein bisschen einfacher. Also ich weiß, es ist so und ich kann das jetzt nicht ändern. Also ich bin nicht selbstverschuldet in diese Lage gekommen. Ich habe diesen Virus nicht erfunden. Es gab auch hoffentlich niemand anderen, der den einfach so in die Welt gekippt hat. Es ist einfach so. Man muss jetzt irgendwie damit umgehen. Und ich habe auch so was du gerade gesagt hast, das habe ich gerade auch. Also ich bin so ein bisschen dankbar, obwohl ich extrem viel arbeite, aber auf so ganz anderen Ebenen im Augenblick, weil ich so viel politische Arbeit quasi mache, um einfach dafür Aufmerksamkeit zu generieren, dass man uns helfen muss, dass wir uns selber nicht helfen können. Überdenke auch ich natürlich Strukturen oder wir überdenken Strukturen. Mir ist halt zum Beispiel auch zum ersten Mal bewusst geworden, in was für einem krassen Hamsterrad wir eigentlich sind. Also also alleine diese 120 Veranstaltungen von März bis Ende Juli, das ist ja eigentlich Wahnsinn. Also wir machen wirklich, und wir sind immer da, wir betreuen die von vorne bis hinten. Das ist schon wirklich krass. Also wir leben das auch und wir lieben das auch, aber es ist wirklich, wir arbeiten durch. Dann fahren wir 3,5 Wochen in Urlaub und ist der Kopf dann mal frei. Was mir jetzt aber tatsächlich zum ersten Mal aufgefallen ist, dass dann zwar der Kopf frei geht, aber ich nicht die Energie habe, dann im Urlaub darüber nachzudenken, ob ich irgendwas verändern könnte in meinem Leben, weil das schaffe ich nicht auch noch. Also ich brauche diese 3,5 Wochen, um meinen Akkus wieder aufzuladen und um einfach mal den Kopf leer zu machen. Aber ich will dann nicht auch noch über irgendwas anderes nachdenken. Das sind so Sachen, die sind mir jetzt auch in den Kopf gekommen. Aber ich bin tatsächlich total froh, dass ihr beide auch so sagt, nicht Plan B, weil ich zwischendurch manchmal das Gefühl habe, ich bin so spießig oder unkreativ. Im Sinne von Plan B, was kann man jetzt machen? Und ich sehe das nicht. Also ich sehe keinen Plan B, ich sehe keine Alternative.
für das Live-Erlebnis bei einem Konzert oder das Club-Erlebnis in der Clubnacht. Also vielleicht bin ich auch einfach nicht kreativ genug. Ich sehe keine Alternative dazu, als dass man das live mit Menschen zusammen im Club oder vor einer oder auf einer Bühne tut. Und wir haben auch, also wir sagen für unseren Laden auch egal, was passiert, was dann möglich ist, wir werden keine Konzerte indoor machen mit Abstandsregeln. Abgesehen davon, dass wir in unseren Laden genau 36 Personen bekommen, wenn man die einhält. Ich habe das ausgemessen. Das lohnt sich ja dann richtig. Das lohnt sich richtig. Da haben wir schon verloren, bevor wir überhaupt aufgemacht haben, also finanziell. Ich finde das auch doof. Und wir machen bei uns im Club ein wirklich sehr breites musikalisches Programm. Also, was wir nicht machen, ist Techno und wenig House, aber wir machen sehr viele unterschiedliche Konzerte, sehr viele elektronische Musik. Wir machen zum Beispiel eben auch Jazzkonzerte. Aber ich würde nicht mal ein Jazzkonzert mit diesen Abstandsregeln bei uns im Laden machen wollen, wo ich die Leute verpflichten muss, sie müssen sich auf ihren beschissenen Stuhl setzen und müssen eine Nummer ziehen, wenn sie aufs Klo wollen oder so. Weil das nicht das ist, wofür wir das machen. Also bei den Konzerten, die wir machen, egal ob Jazz oder Hip-Hop oder Singer-Songwriter oder Funk oder whatever, sollen die Leute das auch spüren. Also da muss man sich bewegen irgendwie. Und da sind dann junge Leute und alte Leute. Wir machen das ja, damit diese Leute in einen Austausch kommen. Und zum Beispiel ein bestuhltes Hip-Hop-Konzert ist ja absolut völlig unmöglich. Da muss man die Leute ja anketten. Ich will auch keinen Spuckschutz irgendwo haben. Also wir haben weder auf der Bühne noch an der Kasse. Ich finde das schon, in meinem Nagelstudio ist der Spuckschutz auch noch so nicht durchsichtig. Das ist total... Du siehst die nicht? Nein, okay. Das ist so ein Milchglas. Das spannend. Ja, das ist zum Beispiel, Konzept. das ist ein sehr komisches Gefühl übrigens, wenn du nicht mal siehst, was passiert. Du steckst so deine Hände da durch und hoffst, dass das gut geht. Aber dafür machen wir das nicht. Und ich finde das total super, dass es etliche Läden gibt in Berlin, die eine große Außenfläche haben, die jetzt nutzen können und ein gastronomisches Angebot machen, also Biergarten. Macht ihr nicht? Nee, ich finde das gut, wenn die das machen wollen und dass die so eine Möglichkeit haben, irgendwie auch vielleicht zumindest ein bisschen Geld zu verdienen. Wir haben erstens nur einen kleinen Hof, aber ich bin Clubbetreiberin, ich bin keine Gastronomin. So, und wenn das das Ende ist oder wenn das der Plan B ist, dass Leute bestuhlt irgendwo sitzen müssen, festgekettet sind quasi, und ich im Wesentlichen Bier verkaufe, dann mache ich was anderes. Also dann mache ich das nicht weiter. Also für mich gibt es da keine Alternative. Und man muss einen Weg finden, wie man da wieder hin zurückkommt. Und wenn der finanziell nicht gangbar ist, also weder für uns noch für die Politik, dann ist es halt leider so. Aber es gibt ja auch so Konzepte, Virtual Clubbing und so habe ich neulich mal gesehen. Das ist ja, das ist gut, wenn man sowas jetzt entwickelt. Und ich könnte mir das schon vorstellen, dass wenn wir mal ein Live-Konzert haben mit einer tollen Band, die wenig tourt, dass dann andere Leute auf anderen Kontinenten die Möglichkeit haben, dazu zu gucken. So als Add-on quasi. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn sowas jetzt vorangetrieben wird aufgrund der aktuellen Lage, also diese Digitalisierung und diese Konzepte, das finde ich eine ganz tolle Idee. Aber nur das, also nur virtuell zugucken, wie eine Band so weit weg voneinander auf einer Bühne steht. Man nimmt sich ja auch in den Arm oder man haut sich ja auch eigentlich auf die Schulter, wenn irgendwas geil gelaufen ist oder so. Wenn das alles nicht geht, dann würden wir nicht weitermachen. Nachvollziehbarerweise. Mir fällt aber auf, dass es tatsächlich die Musikbranche jetzt nochmal unter den ganzen Kreativbereichen damit tatsächlich wirklich nochmal auf eine ganz andere Art ganz besonders trifft, weil ich habe ja viel mit Film zu tun. Ein Autokino ist schon mal was anderes. Das kann man schon mal machen. Das kennt man von früher aus irgendwelchen Filmen wie American Graffiti oder so. Aber ein Autokonzert, irgendwie, ich habe neulich sogar einen Autoclub gesehen, wo dann Leute auf ihren Autodächern getanzt haben. Das fand ich tatsächlich ganz lustig, aber so richtig... Ich finde, das kann man mal machen. Ja, genau, man kann es mal machen, aber es ist natürlich überhaupt kein Ersatz für irgendwas anderes. Also ohne jetzt zu dystopisch in die Zukunft oder zu pessimistisch in die Zukunft zu gucken, aber Fakt ist eigentlich, wenn wir jetzt hier so sitzen und wir sitzen vielleicht in einem Jahr wieder hier und es gibt keinen Impfstoff oder kein Medikament, dann hat sich eigentlich an der Situation nicht wirklich was geändert, oder? Um jetzt mal ganz depressiv aufzuhören. Jo. Du bist immer noch wütend und hast immer noch eine Platte, die du noch nicht rausgebracht hast. Ja, irgendwann werde ich sie dann halt rausbringen müssen, aber ich sehe das auch immer, dieses Wühlen nach Alternativen. So, wenn es Alternativen gäbe, dann hätten wir die auch schon vor der Pandemie irgendwie gefunden und
dann wären die jetzt zum Leben schon, erweckt. ja, dann wären die jetzt schon gang und gäbe. Und ich finde es irgendwie auch gut, dass nicht alles voll plakatiert ist und dass man auch mal einen Schritt, wie du schön gesagt hast, zur Seite geht, dass man nicht versucht, die ganze Zeit so nach vorne zu preschen und zu sagen, so, okay, wie können wir hier alles irgendwie jetzt umbasteln und wie können wir alternative Konzepte entwickeln, sondern dass man sagt irgendwie, ah ja, krass, so, ich habe irgendwie mal neulich so einen Tweet gelesen, wo einfach stand so, krass, ne, es hat echt eine globale Pandemie gebraucht, um so die ältesten gesellschaftlichen Probleme für jedermann sichtbar zu machen. Und dass jetzt so Protestkultur irgendwie wieder, ich meine, ich weiß nicht, wie viele in Berlin auf dem Black Lives Matter Protest waren, aber es waren ein Arsch voll. Und dass sowas in den Vordergrund tritt, vielmehr, dass man nicht durch die Straße, das, was mich am allermeisten so visuell daran beeindruckt hat, war, als ich über die Reichenberger Straße gelaufen bin und kein einziges Plakat hing. Einfach nichts. Nur diese Grünflächen, die jetzt überall so hinplakatiert haben, so statt so Konzert. Und das hat mich schon, das ist so krass, wie man plötzlich den Fokus auf wichtigere Sachen auch irgendwie lenken kann. Ich meine, den Fokus auf wichtige Sachen lenken macht mein Konto jetzt nicht voller und davon kann ich meine Miete nicht bezahlen, aber ne, viel mehr als die eigene persönliche beschissene Situation gibt es halt irgendwie, wie du auch schon gesagt hast, so gesellschaftliche, soziale Ungerechtigkeiten, wo man jetzt das Gefühl hat, so plötzlich ist die Fläche auch da, sowas irgendwie zu Wort zu bringen und dann auch Resonanz dafür zu kriegen. Das finde ich schön, also das ist doch irgendwie auch eine gute Sache. Und dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass ich jetzt dieses Jahr nicht bei dem und dem Festival spielen kann, weil das ist ja ein Buhu, das ist ja nicht, oh weh. Ne, man ist ja sehr privilegiert dann auch in der Situation. Also hat irgendwo auch eine gute Seite, dass marginalisierte Gruppen, die seit Jahrhunderten marginalisiert sind, die sich tagtäglich irgendwie Gefahren ausgesetzt fühlen, dass die gehört werden, weil es nicht so alles so vollgestopft ist mit allem anderen. Mit Kaufen und Konzert und geh dahin und mach das und verpass bloß nicht das und kauf dir dieses T-Shirt. Und sehe ich so als die Sonnenseite, wenn man sich jetzt versucht, irgendwo festzukrallen. Man muss ja irgendwas finden, was gut ist daran. Das ist eigentlich ein geradezu perfektes Schlusswort. Also ich meine, mit so einem, nachdem ich so depressiv angefangen habe, mit so einem sonnigen, oder mit, nicht sonnigen, aber mit so einem Gedanken, dass es eben tatsächlich durch diese Geschichte eben andere Sachen in den Vordergrund treten, man sich mit anderen Dingen beschäftigt, mit strukturellem Rassismus, was auch immer, aber dass der Fokus sozusagen eben auch mal weggeht aus diesem Hamsterrad raus. Und genau, deswegen belassen wir es damit. Ich danke euch sehr fürs Hiersein und genau, vielen Dank und alles Gute. Ich nehme an, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und reden über die gleiche Situation, aber schauen wir mal. Ja, Dankeschön. Ja, vielen Dank.